So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Wir sind heute immer wieder im 6R unterwegs. Selten. Da sitzt ja Svenny sonst drauf wie eine kleine Glucke. Fragt immer, warum fährst du nicht 6R? Weil Svenny da nonstop drauf sitzt. 6089 Stunden hat er jetzt. Im 5. Jahr ist er. So, wir wollen mulchen. Und zwar die schlechten Stellen hier aus den Sonderkulturen raus, habe ich letztens in der AKF gesagt. Was leider so doll ausgegrünt ist, das mulchen wir jetzt weg. Ja, dann haben wir die Primera da können wir gleich erst den Satz hier ein bisschen machen, die hier Zwischenfrucht drillen und dann kommt ja hier in 2 Monaten die Erbse rein. Ich denke, das lohnt sich. Dann hat man ein bisschen was bedeckendet, dass sich das nicht weiter ausbreitet. So, dann gehen wir ein bisschen Drehzahl. Vor allen Dingen, Leute, ich muss immer überlegen, wie war das nochmal? Jetzt bin ich ja das ganze Jahr, naja, außer im Frühjahr, ne? Außer im Frühjahr bin ich ja das ganze Jahr nur Fendt gefahren und dann sitzt du hier drinnen und denkst so, hä, wie war denn das jetzt nochmal? Wie, Hannes? So. Irgendwann werde ich da auch nochmal einen neuen Mulcher. Wir träumen eigentlich noch mal einen schönen Seitenmulcher. Mal gucken, dass ich da im Winter vielleicht zuschlag oder so und uns mal einen Seitenmulcher hole. Weil dieser ist sehr blöd, muss man ehrlich sagen. Da muss man sehr aufwendig hier alles ab und anbauen, auf und zu. Und ja, das macht es eigentlich ein bisschen blöd bei dem hier. Weil man zieht den eigentlich längst hinterher. Man muss den jetzt hier abbauen, Räder umstecken. Ist alleine eigentlich auch fast ein Ding der Unmöglichkeit, das vernünftig zu machen. Und deswegen machen wir ja das immer zu zweit. Ich meine, so viel mulchen wir nicht, aber besser wert. So, Kabinenfederung haben wir bei Svenny übrigens komplett neu gemacht. Ja. Gaszylinder haben wir neue Druck drauf geben lassen. Die waren Gott sei Dank alle heil. Dann haben wir ja vorne, glaube ich, die Gabeln ausgetauscht. Hat Detlef alles gemacht. Kann ich euch nicht genau sagen, was wir gemacht haben, aber war eine Menge. War auf jeden Fall eine Menge. So, und wenn wir jetzt hier mulchen, wir wollen nämlich heute Nachmittag da vorne den Raps mal probieren. Der sieht zwar außen noch ein bisschen grün aus, aber ich habe gedacht, wir mähen einfach mal durch und gucken uns dann an, wie sieht der Bestand aus, wisst ihr? Also, ist er reif, ist er nicht reif? Einfach mal durchschneiden und dann mal gucken, ob was geht. Einige haben jetzt hier schon Raps gedroschen. Ich sag mal, das ist natürlich der blödeste Fall. Du hast schönes Erntewetter, heute werden irgendwie 27 Grad und hier ist nichts reif und du wartest einfach nur ab. Aber ich meine, aus dem Schlepper geht das eigentlich, ne? Mit dem Leindotter und wie sauber der ist. Die paar Meldebäume, das sieht immer ein bisschen schlimmer aus, als es letztendlich ist. Wir mulchen das erstmal ab. Ja, wie gesagt, dann würde ich ja eigentlich noch eine Zwischenfrucht zwischendrillen. Zumindest kann ich dann schon mal die Primera ein bisschen einstellen. Und dann, wie gesagt, nach Mittag wollen wir da drüben den Raps mal antesten, mal reinhalten, mal kurz reinhalten, wie es immer so schön heißt. Ja, ist ein bisschen schade. Also wie man hier sieht, hier ist der Bestand sehr, sehr schlecht. Also Trockenheit. Wir hatten ja dann wirklich erst Feuchtigkeit bei der Saat, aber dann war es ja auch wirklich trocken. Naja, nächstes Jahr wird es besser, so wie jedes Jahr mit den Sonderkulturen. Aber zum einen, zwei haben dann wir geschrieben, Pflügen wird helfen und Pflügen muss ja helfen. Und Pflügen ist sowieso das Beste auf einem trockenen Standort, hat kaum Nachteile. Also, mein lieber Mann, ich weiß nicht, ich wirtschafte hier schon Ewigkeiten auf trockenen Standorten und ich kann dir sagen, Pflügen hat da absolut keinen Vorteil. Wir sind ja jetzt 22 Jahre fluglos oder im 23. Jahr jetzt und ich kann dir sagen, nee, man muss es nicht pflügen. Und dann geht ja nichts über einen reinen Tisch. Ich hatte einen reinen Tisch, ja? Und dann muss man ackerbaulich einfach verstehen, dass je mehr Boden man bewegt, desto mehr Unkräuter regt man zum Keimen an. Das heißt, Pflügen ist da überhaupt nicht die gute Alternative, sondern Pflügen ist in dem Falle die schlimmste Alternative. Man gräbt zwar ein bisschen was unter, wenn man Altunkräuter hatte ich aber nicht. Und wenn ihr nochmal die Videos bei der Saat euch anguckt, da war ein super sauberer, reiner Boden.
Und die Probleme, die wir jetzt hier haben, ist aufgelaufenes Unkraut und gerade hauptsächlich Melde. So, und dann ist es ja so, ich habe ja hier noch ein paar Betriebe, die auch ein bisschen pflügen, auch vor Mais. Ich laufe ja nicht blind durch die Welt, Leute. Und wenn ich sehe, der hat gepflügt und der hat den Meldedruck im Feldaufgang nach Mais des Todes, dann ist es einfach so, weil man den meisten Boden bewegt und man regt das alles zum Keim an. Ja? Und da ist Pflügen definitiv kein Vorteil. Grubbern, direkt Saat, die starten dann alle quasi von derselben Basis aus, wenn die einen sauberen Tisch haben. Ich gebe euch recht, mit Alt und Kräuter ist es so, ja, man dreht den Acker, aber man hat ja nicht automatisch weniger keimende Kräuter, nur weil man den Acker einmal umdreht. Ja? Das ist ja in dem Boden drin für ganz viele Jahre, Jahrzehnte. Gerade die Unkräuter haben es ja geschafft, die Keimfähigkeit im Boden über Jahrzehnte zu erhalten. Also, nee, Pflügen hilft da nicht. Da hilft nicht Pflügen. Da hätte man vielleicht mechanisch was machen können mit Striegeln. Ja, oder man hätte das im Prinzip ein bisschen vielleicht akribischer verfolgen können, das Ganze. Dieses Jahr habe ich mich nun mal für Familie entscheiden müssen bei dem Ganzen und dann sehen wir weiter. Hier unten steht der Lein eigentlich gar nicht so schlecht. Wie gesagt, die paar Meldepflanzen ziehen wir jetzt hier raus. Hier ist noch eine Hanfpflanze drin. Da war eine Hanfpflanze drin. Genau, ich habe ja erst Hanf gedrillt und dann den Rest. So, ja, dann sieht die Fläche nachher auch jetzt ein bisschen gepflegter schon wieder aus. Und dann sehen wir uns nachher wieder, wenn wir hier entweder drillen oder wir probieren mal dreschen. Also Leute, bis nachher. So, Leute, wir sind im Raps und ich würde aber sagen, mein Auge hat mich nicht getäuscht, der ist noch nicht richtig reif, da sind noch super viele Grüne mit bei. Ich dresche mich jetzt bloß einmal rüber zu dem anderen Schlag, um da zu gucken, wie es da aussieht. Feucht haben wir jetzt auch 9 bis 10. Ja, wenn das stimmt, haben wir hier auch 45% Öl. Da bin ich mal gespannt, ob das hinhaut, was der NIR-Sensor hier sagt. Ja, ich fahre jetzt sozusagen hier einmal durch den Bestand durch und gucke, wie er im Gesamten steht. Hier wird der Boden jetzt auch ein bisschen besser. Ja, die ganze Zeit war es eigentlich immer um die 3 Tonnen. Wenn man die Stoppeln sieht, ist das eigentlich ein guter Indikator. Alles grüne Stoppeln, nicht einer abgestorben. Das heißt, der Bestand war gesund bis zum Ende. Aber ich denke, ihr seht das auch in der Kamera, wie grün dieser Bestand ist. Und da denke ich mal, das täuscht einfach nicht. Ne, ich denke mal, das täuscht nicht. Der ist grün. Der rutscht auch nicht richtig rein. Ich muss ja ihm bitte mit der Haspel nachhelfen. Und man hört auch, wie er knurrt. Also, wie gesagt, ich fahre jetzt einfach nur rüber zur anderen Seite. Muss mich jetzt sowieso da durchdreschen inzwischen. Also da über die Wiese geht ja nicht mehr. Ich habe ja die Wiese nicht mehr. Und über die Bundesstraße, ja, da müssten wir halt in den Bestand reinfahren und den Bestand anhängen. Deswegen fahre ich jetzt durch. Und da war eigentlich eine Feldüberfahrt. Und ja, da müsste ich eigentlich hinkommen. Wir gucken mal. Ja, feucht jetzt ist hier 10. Sieht auch noch nicht so sauber aus. Sind tatsächlich noch gebrochene grüne Schotenstückchen im Korntank. Also, wir halten fest, der ist definitiv nicht reif. Wir gucken mal in den nächsten. Da dresche ich jetzt einmal quer durch. Und wenn das auch nichts ist, dann fahren wir vielleicht noch mal kurz beim Weizen gucken. Aber alles in allem würde ich fast sagen, es ist noch nichts. Es ist einfach noch nichts reif. Wir haben es dann probiert, aber wir gucken mal. Ja, ich sollte heute eigentlich ein neues GPS-System oder beziehungsweise meins aus dem 826 hier reinbekommen. Der war auch jetzt relativ lange da. Aber irgendwie hat er es hingekriegt, aber der Mähdrescher lenkt noch nicht nach diesem System. Jetzt haben sie erstmal sozusagen das wiederhergestellt, was ich hier hatte. Und von daher fahre ich jetzt erstmal hier weiter mit dem, was ich hatte. Und die wollen jetzt nochmal beim Regentag gucken, woran es liegt. Irgendwie liegt es noch ein bisschen an der Kommunikation. Denn ja, das, was ich hier drin habe von New Holland, das ist ein bisschen langsam, also sehr langsam teilweise. Wenn es erstmal aktiviert ist, lenkt es auch gut und alles, aber im Gesamten braucht man ewig und wartet ewig, bis es teilweise sich aktiviert. Auch das Löschen der Daten, was ich ständig mache, bringt dann auch meistens nur so einen Tag was und dann hat es sich wieder und deswegen habe ich gedacht, wir haben es auch angeboten, willst du es nicht vom 800er reinnehmen? Und ich gesagt, ja klar, warum nicht? So, ja, fahren wir bis da und dann fahren wir mal einmal schräg rüber in dem anderen gucken.
So, da brauche ich auch keine Handprobe mehr machen. Ich meine, ich kann das ja jetzt mit dem NIRS-Sensor scannen und das ist eigentlich ziemlich sauber. Da sind noch ein paar braune bei. Ich meine, was man sagen muss, die Körner sehen jetzt auf Anhieb sehr groß aus. Ertrag ist bis jetzt ein bisschen enttäuschend, aber das kann auch noch ein bisschen dran liegen, weil wir sehr, sehr viele Grüne wegwerfen aktuell. Ja, wenn ihr das seht, also gesund ist der Bestand bis zum Ende, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Und ich sag mal, pflanzenbaulich habe ich eigentlich auch alles gemacht, was man hätte machen müssen. War absolut on point, aber wenn man das sieht, sind die Schotenpakete nicht wirklich dick. Verzweigt sind sie auch teilweise schön, aber wenn man vielleicht -5 Grad zur Blüte kriegt, war das vielleicht doch nicht so toll. Der Bestand ist auch sauber, wie ihr seht. Ja, und Bestand ist auch da, klar. Auf dem Sandhang und so, auch beim Sand fehlt ein bisschen was. Aber im Gesamten sieht es ja vernünftig aus, ja. Und wie gesagt, auch große Halme. Wenn man das hier so sieht, schön groß, dick, da müsste eigentlich was kommen. Leider kommt da nicht viel. Wenn man jetzt aber auch bedenkt, guckt mal, was hier noch unterhängt, was wir nicht gedroschen haben hier, diese ganzen. Also klar, hier oben ist jetzt reif, aber hier sind super viele Etagen, die jetzt noch nicht reif sind. Und da müssen wir jetzt einfach warten und vielleicht ist es so 0,3 und dann sieht es vielleicht besser aus. Aber im Gesamten seht ihr selber, das Schotenpaket ist nicht wirklich dick, obwohl die Stoppeln gesund sind, gar keine Frage. Und ja, also auf dieser Fläche, auch erdfluttechnisch, stickstofftechnisch, hier habe ich wirklich alles ausgeschöpft, außer dass es jetzt direkt satt war. Hier war auch der Feldaufgang gut, hier war der Bestand gut, hier sah der in der Blüte eigentlich auch ganz gut aus. Aber Raps scheint dieses Jahr auch zu blenden. Oh, ich musste da die eine Überfahrt mitnehmen. Ne? Ja klar, auf der anderen Seite, sag ich mal, auf der anderen Seite steht er ja deutlich schlechter und stand deutlich schlechter. Aber das sah jetzt gar nicht auf dem Ertrag so aus, als wenn das so viel schlechter ist. Von daher hoffe ich mal, dass hier ganz viel nicht reif ist und hier noch was kommt. Aber ihr seht das selber. Und wenn man jetzt hier guckt, sieht man teilweise die grünen Schoten auch liegen. Klar, hier sind die grünen Halme und sowas. Die müssen wir mitnehmen, unbedingt. Also das müssen wir warten. Und ich sage euch ehrlich, richtig können wir den noch mal angehen in 14 Tagen. Guckt mal hier, so eine dicken. Die haben wir gar nicht geerntet. Die gehen aus dem Korntank raus. Die sind wie Gummi, die brechen, die werden zerhäckselt und die gehen über die Siebe weg. Ja, das heißt, das ist komplette Verluste. Und ja, hat mich doch nicht getäuscht, aber ich wollte es halt auf Nummer sicher gehen und sagen, komm, ne, nicht, dass man sagt, oh, jetzt war ein Unwetter oder jetzt hat es gehagelt. Mensch, hättest mal. Deswegen bin ich jetzt hier durchgefahren. Jo, ich lege mir jetzt auf den Schneidweg. Ich fahre noch mal einmal zum Weizen gucken. Da würde ich auch sagen, der ist noch nicht, aber vielleicht täuscht er auch. Aber ansonsten ist erstmal noch Pause mit Dreschen. Übrigens fahre ich jetzt gerade an unserem Mais vorbei hier. Und wie man sieht, der geht schon über den Tritt. Also der hat hier, keine Ahnung, gute 3 Meter fast, würde ich schon sagen. Der steht auch hervorragend, muss man ehrlich sagen. Wir haben hier Vorgewende eine andere Sorte, dann steht da nochmal eine andere Sorte und im Bestand steht ein anderer Mais. Und jo, der steht wirklich gut, gehört mit zu den erstgelegten und das hat sich dieses Jahr richtig bezahlt gemacht. Der wird auch zum Wasser, zur Blüte richtig Wasser haben, hoffentlich. Morgen kommt wohl noch mal was. Und ansonsten gab es hier im Friedland witzigerweise immer relativ wenig Regen die letzten Wochen und drumherum die Dörfer immer viel. Die Erbsen vom Nachbarn, aber was ich euch hier zeigen will, meine Sonnenblumen. Ja, wenn die Vögel doch überall mal hinfliegen, ja, dann hat man halt mal meine Sonnenblumen da drüben im Bestand. Nicht ganz so geil, aber hier, der sieht wirklich gut aus. Das ist wirklich sehr zufriedenstellend, wie der aussieht. Also ich bin begeistert. Und wenn der Raps jetzt gerade noch nicht so gut aussah, aber der Mais sieht aktuell umso besser aus. Und alles steht bis jetzt auch dafür, dass eine vernünftige Befruchtung des Kolbens stattfindet. Und der dann auch einen schönen Kolben ansetzt. Der hatte viel Wärme und Sonne jetzt. Und dann hoffen wir mal auf gute Erträge, wenigstens im Mais. Übrigens hier die Luzerne vom Nachbarn steht auch hervorragend. Bio-Luzerne ist das. Und die ersten 2 Schnitte sahen noch gar nicht so rosig aus, aber jetzt hat die sich etabliert. Jetzt sieht die wirklich richtig vorzüglich aus. Was ich aber hier zeigen will, ist meine Sonnenblumen. Die hatten so ein bisschen, ja, ich würde sagen, nicht besten Feldaufgang, aber relativ verzögert, beziehungsweise ungleichmäßig. Das sieht man jetzt auch teilweise noch ein bisschen. Die sehen wellig aus, aber der Bestand ist schön sauber. Den müssen wir uns nochmal in der AKF angucken. Vorteil war ja hier, dass ich nochmal mit pointerresistenten Sorten gearbeitet habe. Das heißt, ich konnte jetzt nochmal was machen. Jetzt fängt er langsam an aufzubrechen, zu blühen und dann werden wir sehen.
Was wir jetzt hier sehen, aber beim Weizen ist so, wir hatten ja diese 3-4 Wochen kein Regen und das sieht man hier so auf den sandigen Zonen schon sehr, ja. Ich meine, gut, hier das Wildschaden, hier vorne, da stand das Wild drin und hat die Ähren abgefressen, aber der ist schon hier hart zusammengebrochen, der Bestand, ja. Wie man das hier sieht, das ist mein schlechtester Weizen. Ja, ich hoffe, keine Ahnung, was ich hoffe. Ich hoffe, der performt besser, als er aussieht. Weil hier vorne ist relativ sandig. Gut, hier sind auch noch die Zonen, wo wir dann immer zum Überfüllen bei den Gärresten fahren. Im Bestand sieht er eigentlich gar nicht so schlecht aus. Hier, aber irgendwo muss ich jetzt gleich mal hier rein mit Schneidwerk anbauen. So, wir sind jetzt hier im Weizen. Hier vorne ist ja Informa mit Spektral gemischt. Wir waren jetzt schon gerade bei 7,5 Tonnen. Und das hier am Weg, wo ich gesagt habe, das steht hier eigentlich schlecht, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Wir haben relativ viel Nicht-Kornbestandteile und zwar gehen die noch nicht richtig aus den Spelzen raus. 15%. Ich gucke jetzt gleich nochmal, weil da vorne fängt jetzt Optimist an. Da will ich eigentlich bloß reindreschen, weil der ja doch ein bisschen früher ist. Wie der aussieht. Ja, hier sieht man natürlich, das ist ein richtige Sandoge, wie Janni sagen würde. Aber hier haben wir auch mit dem Güllefass nachgetankt. Und das merkt man natürlich, das spiegelt sich richtig auf den Ertrag wieder. Da bricht gleich ein auf 3 Tonnen. Hier die Stelle. So, aber ich will mich ja eigentlich bloß zum Optimist vordreschen. Protein 11%, jetzt aktuell 12%. Und hier war es eigentlich so, dass es ja hier eigentlich nur ein B-Weizen ist, aber wenn wir hier 12% haben und wir hatten immer 1% weniger im Drescher angezeigt, als letztendlich auch tatsächlich war. Von daher bin ich optimistisch. Also Bestand sieht gerade gar nicht so gut aus, aber immer noch 6 Tonnen, die wir hier ernten. Und ja, das macht ja auch Hoffnung auf den gesamten Rest. So, jetzt fahre ich ja gleich da mal an der Kante lang. Da ist noch nicht jetzt hier 14. Ist noch nicht richtig reif. So, 14,6. Hier fängt jetzt gleich Optimist an. Ja, ich denke, wir fahren jetzt erstmal gleich die Fahrgasse einmal hoch. Und nicht direkt da an der Kante. 7 Tonnen Ertrag. Das ist natürlich toll. 14,4 von der Feuchte. So, dann fahre ich mal hier an der Kante lang. Sieht man auch eigentlich schön den Sortenunterschied. Ja, sieht man richtig gut in der Kamera. Ist übrigens mit dem iPhone gefilmt. Ich habe jetzt die Rapsmesser noch dran. Ne? Stoppel noch leicht grün. Ich will ja bloß gucken, ob etwas ist. Ob man hier den Optimist wenigstens wegdreschen kann. So, wenn ich hier bin, jetzt der sagt, hier ist 13. Aber immer noch grünes Stroh. Naja, ich ziehe jetzt erstmal gleich hier eine Probe und dann sehen wir mal weiter. So, Jan wird Storno sagen. Storno, Leute. Wir halten an, also ist noch nicht reif. Lässt sich noch schwer aus dem Spelz holen und selbst da der Optimist. Ja, der hatte jetzt 16 in eine Geräteprobe, klar hinter der Bäume so. Aber wir haben 28 Grad, da muss jetzt hier 14 und 13 muss jetzt hier kommen. Bei so einem Wetter hat ja auch 3 Tage nicht mehr geregnet. Und man sieht das im Korntank, Spelz war nicht richtig draußen, hat er auch angezeigt. Ja, ertraglich, da vorne an der Hecke war jetzt nicht so gut, doll mit 6 Tonnen, aber da ist auch quasi ziemlich viel Beschattung, da ist auch nie gut Ertrag. Was mich positiv stimmt, ist hier Protein. Da war eben das letzte und das ist der Durchschnitt von jetzt. Und wenn man bedenkt, dass er immer 1% weniger angezeigt hat, ist diese 12% hier auf dem Sand schon mal zufriedenstellend. Ich werde jetzt da ein Tütchen von fertig machen und werde das zum Landhandel bringen. Und dann lasse ich das mal beproben. Dann weiß ich nämlich schon mal, inwiefern die Proteine dieses Jahr da sind oder nicht. Ich habe nämlich schon gehört, dieses Jahr sind sie nicht da. Bis dann erstmal.